Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Review-Video. Das mal über Kugellager. Und zwar habe ich ein paar Hydrogen SK9 getestet, über auch wieder mehrere Monate. Normalerweise fahre ich immer die ILQ9 Pro Twin Cam. Ich habe eigentlich immer die Kugellager. Aber ich habe eben gesehen, dass es da spezielle neue von Rollerblade gibt. Das Spezielle an denen ist, dass der Spacer gerade dabei ist. Da komme ich aber nachher noch ein bisschen detaillierter dazu. Genau. Ich habe wie immer alles Mögliche getestet. Ich bin Strecken gefahren, ich bin Bandtrack gefahren, ich bin Skatepark gefahren. Also ich habe Side Aggressive Inline Skates rein da. Genau, also ich habe alles Mögliche damit getestet. Das Fazit kommt dann ganz am Schluss vom Video natürlich. Aber ich denke, wir starten am Anfang zuerst mal einfach direkt mit den Specs, was zum Beispiel das Material angeht. Also, weil ich ja immer die fahre, mache ich den Vergleich zu der Twin Cam ILQ9 Pro. Die haben SUS 420 Edelstahl als Material und die da, die neuen, die haben Chromstahl. Ja, ich persönlich finde es vom Material her besser beim ILQ9, aber das müsst ihr auch selber so ein bisschen entscheiden. Ich denke einfach von der Korrosion her sind die doch ein bisschen besser. Dann der Käfig innen dran, also dort wo die Kugellager drin sind, ist bei denen da aus Stahl und bei denen da ist aus Nylon. Auch da gibt es einfach den Unterschied von der Qualität her. Ich persönlich, auch dort, würde eher auf die da gehen, auf die normale Twin Can. Dann in der Twin Can ist das Schmierungsmittel TK Gel, ein Gel drin. Das ist eher dünnflüssig. Und bei dem da hat es ein Hochtemperaturfett drin. Das ist einfach eine andere Art vom Schmierungsmittel. Ja, das sind verschiedene Philosophien. Ich persönlich weiterhin bleibe bei der Twin Cam. Finde ich immer noch angenehmer, wobei ich eben nachher beim Fazit noch ein bisschen genauer darauf eingehe. Dann wegen Feuchtigkeitsschutz haben wir bei dem SCRS plus halt eben Edelstahl. Und bei dem haben wir ein Gummischild und Chromstahl. Beim Chromstahl ist halt eben das Problem, dass es schneller rostet. Das heisst, ja, wenn man das vielleicht sehr, sehr lang benutzt und auch nicht putzt, nach dem Fahren im Regen zum Beispiel, dann kann es natürlich sein, dass die eher rosten. Aber das habe ich jetzt nicht testen, da bin ich ehrlich. Genau, dann kommen wir zu der Spezialität. Bei denen hier haben wir ganz normale Kugellager plus einen Spacer. Und bei dem ist eben der Spacer integriert. Ich zeige das hier auf der Seite dann noch. Das ermöglicht einfach, dass wenn man zum Beispiel die Achse rein tut, also die Schrauben, dass man dann gerade direkt durchgehen kann, ohne dass man mit dem Imbusschlüssel dort rumfummeln oder so. Das kennen ihr sicher alle. Ja, das ist halt dort wirklich einfach ein bisschen einfacher. Dann vom Gewicht her habe ich einfach mal gemessen zwei Kugellager plus Spacer. Das ist da bei 23 Gramm gelegen. Und beim Neuer, wo die Spacer integriert sind, ist es 27 Gramm. Also ein bisschen schwerer pro Rädchen. Genau, dann preislich noch. Preislich sind wir bei dem bei 69 Franken und bei dem bei 79, also rund 10 Franken mehr. Ja, das mal zu den Specs. Jetzt zu meinem Fazit. Also, ich kann euch sagen, ich habe das ja wirklich gründlich getestet. Ich bin alles Mögliche gefahren, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Und ich kann euch sagen, ich finde überhaupt keinen Unterschied. Also beim Fahren habe ich absolut keinen Unterschied. Und ich habe es ja auch wirklich mehrere Monate jetzt gebraucht. Wirklich, ich weiß nicht, wo der Unterschied ist. Also klar, eben von den Specs her, das eine hat ein bisschen andere Schmierungsmittel und so weiter.
Aber ich finde einfach keinen Unterschied, es tut mir leid. Also es würde mich mega interessieren, wenn ihr zum Beispiel Speedskater sind, merkt ihr, dass die neuen Kugellager schneller sind oder langsamer? Schreibt doch einen Kommentar, es wäre mega spannend, eure Ansicht zu hören oder zu lesen. Also von meiner Sicht her, klar, bei denen da kannst du eben mit den Kugellager, mit den Spacer, die in der Mitte sind, oder eben nicht rum sind, kannst halt schneller die Schrauben rein tun. Okay. Aber sonst würde ich einfach auf die klassischen ILQ 9 Pro Twin Cam gehen. Die habe ich schon immer gehabt. Klar, eben, es ist ein bisschen mühsamer zum rein tun. Aber sonst würde ich jetzt sagen, ja, würde ich bei denen bleiben. Trotzdem finde ich die Idee mega geil, dass man da keinen Spacer mehr braucht. Der Abstand ist dann auch immer korrekt und alles. Ja, von dem her ist es sicher ein mega cooles Produkt. Aktuell für den Preis, den es ist, würde ich wirklich auf die klassisch gehen, wenn man einfach ein bisschen mehr Zeit halt braucht, um die Schrauben rein zu tun. Aber that's it. Gut, damit wären wir am Ende von diesem Video. Danke vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Peace out.